How has your everyday life changed? Puh, das ist eine gute Frage. Wo wohl am besten anfangen? Also neben all den Veränderungen, die so eine Ausgangssperre mit sich zieht, habe ich auch festgestellt, dass ich irgendwie nun viele Dinge plötzlich auch viel bewusster wahrnehme oder wahrnehmen kann. Also auch Details bemerke, die mir zuvor gar nicht mehr wirklich bewusst waren. Und also das ist zum Beispiel beim Essen so. Ich versuche viel genauer dahin zu schmecken und finde das total spannend in Gerichten, die ich vielleicht nicht selber gekocht habe, dann herauszufiltern, welche Gewürze da drin sind. Oder auch beim Laufen und Spazierengehen ist es mir gerade total bewusst, wie sehr sich die Natur verändert hat. Also dieser Wechsel von Winter hin zu Frühling, wie plötzlich die Bäume blühen und jetzt grün werden, das habe ich lang nicht mehr so intensiv wahrgenommen wie heuer. What are the new challenges you currently have to deal with? Also in meinem Job im Innovationskontext, da passiert ja viel durch Austausch, in der Zusammenarbeit mit anderen. Da entsteht oft viel Neues sozusagen zufällig oder durch die Interaktion mit anderen, durch neue Bekanntschaften oder auch den Input, den man von Menschen außerhalb der Organisation erhält. Und das ist momentan nicht in dem Ausmaß, wie ich es gewohnt war, möglich. Klar passiert da mittlerweile viel online und da gibt es auch gute Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist es halt echt komplett was anderes und ich merke, da muss ich mich auch erst daran gewöhnen, diese digitalen Medien auch für so Zufälligkeiten zu nutzen. Und ja, da merkt man halt schon, was sind so gewohnte Muster und was muss man jetzt plötzlich ändern. Finde es aber auch urspannend, was plötzlich alles geht und was da alles möglich ist. What are you looking forward to the most when Corona is no longer an issue? Also ganz klar, ich vermisse meine Freunde wirklich, wirklich sehr und freue mich da, wenn ich sie alle mal wiedersehen kann, so im echten Leben mit einer Umarmung und man da auch länger Zeit miteinander verbringen kann. Außerdem reise ich sehr gerne und frage mich jetzt schon immer mehr, wird das in Zukunft in der gewohnten Form überhaupt möglich sein oder wie wird das möglich sein und hoffe halt da wirklich, dass wir eine Möglichkeit finden, auch real in andere Länder reisen zu können und sich zwischen Nationalstaaten bewegen zu können. Ja, und natürlich noch was, da geht es mir auch sicher wie vielen ein Haarschnitt, also das wäre echt mal wieder eine willkommene Abwechslung. Is there also something positive you can take out of this situation for the future? Ja, da gibt es natürlich auch einiges. Wie eingangs schon genannt, dass ich viel bewusster meine Sinne schärfe, auch für kleine Dinge wieder Aufmerksamkeit schenken kann und einfach da aufmerksam auch bin. Und zusätzlich dazu bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt mein Team, nämlich das PALFINGER 21st Team, viel öfter sehe, als das zuvor der Fall war. Wir sind ja auf 2 Standorte aufgeteilt, also ein Teil von uns arbeitet aus Kasern heraus und der andere Teil in Wien. Und da ich in Wien lebe, bin ich nicht jede Woche mal in Salzburg, sondern nur so alle 2-3 Wochen. Und jetzt durch die Homeoffice, Teleworking-Bedingungen haben wir regelmäßig Calls und da freut es mich, dass ich alle eigentlich dann auf einen Haufen sehe und wir auch da qualitätsvolle Zeit miteinander verbringen können. What song best describes your work routine? In den letzten Tagen hatte ich ganz oft einen Ohrwurm von Wir sind Helden. Guten Tag heißt der Song und der stellt für mich auch ein bisschen kritisch in Frage, was haben wir alles an Kapitalismus, an Sonderaktionen, was muss das sein, was nicht und finde das eigentlich eine sehr lustvolle Art auch zu reflektieren, wie unser System läuft und momentan steht und warum und wie könnte es auch in Zukunft ausschauen.